Willkommen auch von mir hier zur Coffee Lecture. Ja, ich habe die Ehre, das Portal Digitale Sammlung der SUB Bremen vorzustellen im Rahmen der Themenwoche Digitales anlässlich zum Digitaltag 2022. Und dann geht es auch schon los. Das Portal Digitale Sammlung präsentiert die digitalisierten historischen Bestände unserer Bibliothek. Hier kann man sehen, das ist die URL zum Webportal. Eine Frage ist, wie gelangt man eigentlich dorthin? Und da würde ich jetzt mal von der Startseite der SUB aus beginnen. Und dann ist der erste Klick auf Kataloge und Sammlungen, der zweite auf digitale Sammlungen. Wir sind immer noch auf dem Webserver und erst der dritte Klick, der bringt uns dann zum Server bremer.suw. Das ist der Server für die digitalen Sammlungen. Als nächstes würde ich ganz gerne mal zeigen, wie man in diesen Sammlungen navigiert. Ich sage mal gerne, wie der Page-Turner aussieht und Zoom und Drehen und so weiter. Also einmal zum Orientieren. Hier haben wir unterhalb dieses Bildes haben wir so eine kleine Liste von herausragenden Projekten, die aktuell oder besonders gefragt dort einfach so mal mit einem kleinen Text präsentiert werden. Das ist aber lange nicht alles. Eine andere Struktur, alles nochmal zu sortieren, ist hier rechts bei Inhalt, digitale Sammlung, Projekte. Die Projekte sind in den letzten Jahren gelaufen, viele davon DFG gefördert, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und dann haben wir hier den Unterschied zwischen regionalhistorische und nicht regionalhistorische Werke. Die aus Bremen werden häufig auch Bremensien genannt. Dann haben wir noch hier verschiedene wirklich interessante Projekte gehabt, Grenzboten, Zeitung des 17. Jahrhunderts, Theaterzettel, Papyri, also das Ganze ist sehr vielfältiges Material. Ich tauche hier einmal ein in regionalspezifische Werke. Da würde ich einmal die Monographien und Sammelbände aussuchen und 25 Jahre Stadttheater Bremen. Was ich einmal zeigen möchte, ist hier diese Titelseite. Und wir gehen hier gleich durch diese Reiter hier durch, Titel, Inhalt, Übersicht und Seite. Titelseite ist klar bibliothekarisch, 351 Seiten und der Titel und der Autor oder Bearbeiter wird genannt. Hier unten komme ich später nochmal drauf zu. Wenn man einmal auf Inhalt klickt, dann sieht man hier so eine Art virtuelles oder digitales Inhaltsverzeichnis, rechts mit der Seitenangabe. Aber das ist auch im Grunde genommen antiquiert. Jeder Klick führt natürlich sofort zu dem entsprechenden Material. Und gestern haben wir auch gesehen bei der Präsentation von der Frau Solensky, dass diese digitalen Inhaltsverzeichnisse ja recht aufwendig zu erstellen sind im Rahmen der Strukturierung und Feinerschließung. Das ist also Inhalt, virtuelles Inhaltsverzeichnis. Achso, hier wollte ich noch sagen, dass es ein wichtiges Navigationselement ist. Man kann im Internet kann man schlecht hinter einem Mausklick kann man schlecht 300 oder 1200 Bilder präsentieren. Da braucht es eine Struktur und deshalb hier diese Klicks in die entsprechenden Kapitel. Dann kommen wir zur Übersicht. Das ist eine Kleinbildansicht, eine Thumbnail-Ansicht und das ist das digitale Pendant zu dem Durchbrausen eines Buches mit dem Daumen. Das kennt jeder, der sich einen Überblick über ein Buch verschaffen möchte. Da macht man einen Britz einmal über die Seiten und dann sieht man, wie viele Kapitel, wie viele Abbildungen, wie ist das Buch strukturiert. Und das ist hier auch möglich mit diesen Thumbnail-Geschichten. Und hier bin ich schon mit einem Klick auf Seite 80, auf Seite 120 und kann mich sehr schnell durch das Buch durchbewegen. Zum Thema Zoom und Drehen wollte ich einmal zu einem anderen Titel. Ich komme gleich nochmal zur Suche, aber das ist jetzt für mich einmal eine schnelle Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Zu den Ansichten der Freien Hansestadt Bremen und ihrer Umgebungen. Dort gehe ich auch über die Übersicht und ich habe hier mir rausgesucht die Seite 215, kleine Demonstration.
An dieser Stelle kann ich auch mal sagen, dass hier rechts gibt es die Paginierung, über die man auch gut navigieren kann. Und ich jetzt mal zur Seite 215 ist eine nette Abbildung der historischen Stadt Bremen und jetzt ist sie aber gedreht. Und wenn man hier rechts oben auf den zweiten von oben klickt, hat man die Möglichkeit, eine Minimalbearbeitung zu machen, aber in diesem Fall halt das Bild auch einmal zu drehen. Und weil ich den Zoom auch zeigen wollte, klicke ich auf den unteren Apparat. Jetzt ist die Drehung wieder weg. Zack, wieder gedreht. Und ich kann mich hier schön bewegen und halt die Drehung so setzen, wie ich sie gerne haben möchte. Damit geht es auch wieder zurück zur Normalansicht. Jetzt haben wir die Seiten erstmal so kennengelernt, wie man sich zum Titel oder durch einen Titel durchbewegt. Als nächstes wollte ich mal nochmal auf die Suchfunktionalität eingehen. Man kann in Meta-Strukturdaten und im OCR-Volltext suchen. Das möchte ich auch einmal demonstrieren. Hier bin ich bereits auf den digitalen Sammlungen und drücke in die Suchzeile, suche ich mal nach Parkhaus. Das ist eigentlich ein ganz witziger Begriff, weil der Begriff Parkhaus selbst schon über die Zeit eine Entwicklung durchgemacht hat. Und allein über die Treffer sehen wir, dass da dann geht es häufig in Richtung Pavillon am Bürgerpark und so weiter. Bänke und Ruhesitze im Bremer Bürgerpark, aber auch, wenn ich hier mal rechts auf eine vorbereitete Seite klicke, die gleiche Suche nach Parkhaus ergibt natürlich auch Treffer in Geschichte, Wirtschaft und Verkehr und Gebühren und Parkplätze. Also das Parkhaus für die Autos ist dann später die Bedeutung dieses Begriffes geworden. Zurück zu PowerPoint. Achso, an dieser Stelle kann ich ja mal fragen, hat vielleicht noch mal jemand eine Idee für einen Suchbegriff? Können wir gerne jetzt oder später einstreuen. Und sonst geht es hier weiter mit Schnittstellen und Kontaktpersonen. Dazu gehe ich noch mal zu einer Titelseite. Hier haben wir Metz, OAI, PMH oder IIIF. Das sind Schnittstellen, die die Webseite selbst auch zur Verfügung stellt. Da können quasi Computer mit Computer reden, also irgendein Computer im Internet kann unseren Webserver fragen, hey, was hast du denn für Titel und zeig mal und gib mal her. Und das Ganze geht über XML, über das OAI-PMH-Protokoll. Das ist gerade noch mal so ein bisschen menschenlesbar, aber Computer können da wunderbar Titeldaten, Metadaten und die Struktur erkennen und sich dann auch selbst durch die Titel begeben. Achso, Kontaktpersonen wollte ich sagen, wenn unsere Nutzer nochmal wieder eine Frage haben, irgendein Bild sie gerne hoch aufgelöst oder sie hätten den vollständigen Titel, dann gibt es auch durchaus mal eine E-Mail. Dann kann man also fragen, wer das bearbeiten kann. In diesem Fall klicke ich da mal hin zur digitalen Sammlung und hier steht rechts Kontaktzentrale Manfred Nölte oder auch an die Info. Dann wird auch direkt geholfen. Ein anderes Thema ist OCR, optische Zeichenerkennung. In vielen Fällen produzieren wir auch Volltext über OCR und nicht nur wir, sondern auch viele andere digitalisierende Bibliotheken. Da komme ich auch gleich noch drauf zurück, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Vorweg noch mal kurz die alten Bremer Ansichten in Flickr. Das hat eine Kollegin zusammengestellt und das zeigte einmal, was für optische Schätze auch hier verborgen sind in den digitalen Sammlungen. Also es ist wirklich ganz ansprechend und wirklich nette Bildchen mal zusammengestellt. Ich gehe da nicht ganz durch, zeige aber mal kurz, wie viel das eigentlich ist. Jetzt bin ich unten, klicke einmal auf das alte Zeughaus und auch hier sieht man, dass das schön hoch aufgelöste Abbildung ergibt. Zack. Das war Flickr. Genau, gerade eben habe ich ja gesagt, nicht nur die SUB digitalisiert, viele Universitätsbibliotheken, Archive, Museen
Viele große digitalisierende Bibliotheken in Deutschland, wie die Stabi Berlin, BSB München, Göttingen, nicht nur die, auch viele andere. Da wird also eine ganze Menge Material ins Internet gestellt und das ist für die Forschung natürlich eine großartige Gelegenheit, an Quellen zu gelangen. Da gibt es auch schöne Listen, die Uni Heidelberg hat da Listen oder Wikisource für digitale Sammlungen, auch Literatur weltweit digitalisierte. Lustig ist auch, dass deutsche Titel mal in Spanien, mal in der USA werden auch deutsche Titel gefunden oder deutschsprachige Zeitungen in Australien. Hier sieht man unten A Trove Australian Newspapers. Ganz spannend an Zeitungen ist, dass es großformatiges Material und manchmal hat da so ein Titel Millionen oder mehrere Millionen Seiten. Und wenn das dann auch noch im Volltext erschlossen ist, das ist schon eine großartige Quelle für die Wissenschaft. Deshalb jetzt hier am Ende, jetzt verlasse ich mal das Thema Portal. Eine gute Gelegenheit ist, wie gesagt, die textuellen Forschungsdaten von all diesen digitalisierenden Bibliotheken zu beforschen, zu verwenden. Und da ist dann die Frage, wie arbeitet man eigentlich mit großen Mengen von Volltext? Und da hat sich in den letzten Jahren die Digital Humanities haben sich entwickelt. Und hier möchte ich mal eine kleine Werbung machen für eine Themenwoche, die sich ausschließlich dem Thema Digital Humanities widmen wird. Wintersemester 22/23. Und das ist halt ein sehr aktuelles und aktives Forschungsgebiet. Dort gibt es viele Tools und Ansätze, um halt mit großen Mengen von Volltext zu arbeiten. Einige will ich hier einfach nur mal in den Raum schmeißen. Topic Modeling kann Topics in großen Mengen von Volltext identifizieren, also ob ein Kapitel über Religion, Wirtschaft, Politik oder Militärisches handelt, das kann durchaus identifiziert werden. Die Word Embeddings, das ist quasi ein Kalkül über Wörter. Da kann man im Grunde genommen semantisch mit Wörtern rechnen. WordNet hat ein gigantisches Potenzial, wenn man in großen Mengen recherchiert und man möchte vielleicht nach Speisen, Farben oder Städte recherchieren, denn es steckt ja hinter Speisen, Farben und Städte stecken ja irgendwie wiederum große Mengen von Stichwörtern. Die kann man nicht alle suchen, aber man kann mit WordNet kann man verarbeiten. Und um nur einige weitere zu nennen, Named Entity Recognition, Word Sense Disambiguation, Part of Speech Tagging, grammatikalische, sprachwissenschaftliche und quantitative Tools. Das alles verbirgt sich hier hinter und wird dann halt in der Themenwoche Digital Humanities mal so sage ich mal, auf der Übersichtsebene beleuchtet. Forschungsinfrastrukturen spielen da auch eine große Rolle, weil die dann nochmal wieder Text selbst auch zur Verfügung stellen und die Tools zur Verfügung stellen und die interessierten Wissenschaftler aufnehmen und auch mit Tools und Beratung unterstützen. Das Ganze wird ja auch an der SUB Bremen betrieben, also eine Beratung für Digital Humanities. Wer daran interessiert ist, wendet sich gerne an mich. Und damit bin ich schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt